Aber das Komische ist, du bist an einem völlig dunklen Ort, doch es herrscht Stille und Frieden. Du fühlst dich nicht allein. Du spürst, dass noch etwas anderes da ist. Nachdem ich einen gewaltsamen Tod erlitten hatte, war es für mich eine unglaublich friedvolle Erfahrung, in dieser absoluten Dunkelheit zu sein. Ich möchte die Show begrüßen. David Bennett. Wie geht es dir, David? Sehr gut, Alex. Danke fürs Dabeisein. Vielen Dank, dass du da bist, mein Freund. Ich freue mich, über deine einzigartige Nahtoderfahrung zu sprechen, die wie eine Schneeflocke ist, ähnlich vielen anderen, über die ich berichtet habe, doch alle sind einzigartig. Ähnliche Momente erleben wir, zweifellos in ihnen. Ja, sie sind fast wie Themen. Es gibt bestimmte Aspekte, aber das Komische ist innerhalb dieser Erfahrungen, nicht jeder hat dieselben Elemente, weil es so einzigartig und persönlich ist. Ich denke, das ist ein Teil des Grundes, warum viele nicht über ihre Erfahrungen sprechen, weil sie so privat sind. Es hat lange gedauert. 11 Jahre vergingen, bevor ich öffentlich über meine Erfahrung sprach. Ich wollte es mit Freunden teilen. Es lief nicht gut, also machte ich zu, verschloss mich und verbarg es irgendwie. Aber es ist etwas, das täglich in einem weiterlebt. Ja, soweit ich verstehe, sind Nahtoderfahrungen sehr individuell auf den Erlebenden zugeschnitten. Wenn du an Jesus glaubst, erscheint manchmal Jesus. Glaubst du an Buddha, zeigt sich Buddha. Glaubst du an Krishna, erscheint Krishna. Deinen drittklassigen Naturwissenschaftslehrer oder nur seltsame, unterschiedliche Dinge, die sehr individuell auf dich zugeschnitten sind. Also es ist definitiv nicht für jeden passend. Aber bevor wir zu deiner Nahtoderfahrung kommen, wie war dein Leben, bevor du diese Nahtoderfahrung hattest? Ja, ich war ein sehr ich-bezogener Mensch. In meiner Kindheit wurde ich von einer Familie zur nächsten weitergereicht. Dadurch wird man sehr selbstständig. Und meine Überzeugung, eigentlich meine Philosophie damals war, dass man sich seinen Weg durchs Leben schneidet. Und das schließt andere Menschen nicht wirklich ein. Okay, es ist eine ziemlich brutale Philosophie, wenn man genau darüber nachdenkt, denn sie ist sehr einseitig. Ich hatte allerdings die Gelegenheit. Meine Mutter hat mich wieder aufgenommen, als ich 14 war. Wir zogen nach Arizona, wo ich viel Zeit mit einheimischen Kindern verbrachte. Ihre Großmütter nahmen mich quasi auf und zeigten mir alles. Irgendwie die natürliche Lebensweise. Und das hat mich wirklich angezogen. Und tatsächlich hatte ich meine erste spirituelle Erfahrung mit 14. Aufgrund jener Sache. Es war auf eine Art interessant. Sie lehrten mich gleichsam meine eigene Visionssuche zu beginnen. Sie erklärten, dies sei der Samen für mein Wachstum und ähnliches. Also folgte ich dem Pfad. Nach vielen Anläufen gelang es mir. Ich hatte eine Visionssuche, bei der es war wirklich eigenartig, denn es fühlte sich an, als würde ich in die Erde eindringen, aber dann befand ich mich schwebend über ihr. Danach setzte ich mich wieder auf das reale Plateau, auf dem ich saß und meditierte, und der Großvaterberg kam und sprach zu mir. Das muss es gewesen sein. Und du hast keine Pilze genommen oder, nein, Peyote, oder? Nichts, nein, das war alles natürlich. Aber es waren viele Versuche, bevor ich wirklich diese tiefe Erfahrung gemacht habe. Ich hatte Erfahrungen, die mir halfen. Ruhe. Aber was mir die Großmütter beigebracht haben und durch ihre Form der Meditation die Visionssuche. Ich bin überzeugt, dass es mein Leben gerettet hat, denn ich befand mich auf einem wirklich schlechten Pfad. Hat das hier etwas bewirkt? Den Weg geändert? Das Steuer herumgerissen? Ich glaube, es hat mich beruhigt und mich dazu gebracht, mich auf das zu konzentrieren, was im Leben wirklich zählt. Und ja, so habe ich mich am Riemen gerissen und eine Entscheidung getroffen. Ich muss in diesem Leben irgendwo hingelangen. Ich kann nicht einfach nur ein Störer sein. Warst du in deiner Jugend religiös oder spirituell? Nein, denn ich wurde von einer Familie zur nächsten weitergereicht. Ich habe all diese verschiedenen Religionen und Philosophien studiert, doch sah ich keinen, dem sie wirklich halfen. Deshalb habe ich keine religiöse Ansicht angenommen, bis diese Großmütter
mich quasi aufgenommen und ich habe gesehen, welchen Nutzen es hat, eine Verbindung zu deinem Geist zu haben, eine Verbindung zur Erde. Und das hat mich ziemlich beruhigt. Aber dann muss man erwachsen werden. Man muss einen Job finden. Man muss seinen Lebensunterhalt verdienen. Und dann schiebt man diese Dinge beiseite. Und ich wurde Chefingenieur auf einem Forschungsschiff und verfolgte weiterhin die Philosophie, sich durchs Leben zu bahnen, weil ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass jemand anders auf mich achtete. Also musste ich meinen eigenen Weg gehen. Ist das nicht interessant? Denn selbst als junger Mann wurde ich bestimmten spirituellen Ideen ausgesetzt und sie saßen einfach auf der Rückbank. Das Ego übernahm die Kontrolle. Man muss weitermachen, dranbleiben, bis der Passagier hinten anfängt, leicht gegen den Kopf zu stoßen, bis zu einem harten Schlag. Doch das erlebte ich nicht. Ja, ja, ja. Das ist eine großartige Analogie. Es sitzt auf der Rückbank. Es ist da. Aber und. Aber wir nutzen es einfach nicht. Wir nutzen es einfach nicht. Und oft ignorieren wir es einfach so. Ryan. Ja, du hast recht. Aber unsere Kultur bringt uns dazu, in diesem ego-getriebenen Rahmen zu denken, dass wir einen Job bekommen müssen, erfolgreich sein müssen, konkurrieren müssen. So kommen wir in dieser Welt zurecht. So ist es heutzutage. Trotzdem, das ist die Art und Weise, wie unsere Kultur uns, insbesondere Männer, lehrt zu sein. Immer präsent. Deshalb gibt es nicht viel Raum für tiefe spirituelle Verbindungen in der Kultur, in der wir heute leben. Die westliche Kultur, insbesondere die westliche. Ja, in der westlichen Kultur, genau, in der westlichen Kultur. Ich denke, bei den Ureinwohnern und so, da wirst du feststellen, dass sie das in ihr tägliches Leben integrieren. Und das finde ich faszinierend, dass man, oh mein Gott, spirituell sein und trotzdem ein Leben führen kann, erfolgreich sein kann, immer noch Teil dieser Welt sein kann. Und deshalb, ja, wie auch immer, ja, das ist es. Aber das habe ich erst nach meiner Nahtoderfahrung gelernt. Also erzähle uns von der Nacht oder dem Tag, an dem du diese Nahtoderfahrung hattest, mein Freund. Im März 1983 war ich leitender Ingenieur auf einem Forschungsschiff. Wir hatten eine Untersuchung mit dem neuen Arrow Vow, einem Unterwasserfahrzeug, beendet und versuchten, in unseren Heimathafen einzulaufen. Es gab 7,5 bis 9 Meter hohe Wellen und der Hafenmeister verweigerte dem Schiff die Einfahrt, also beschloss der Kapitän, dass wir trotzdem einlaufen, da an Bord Ingenieure waren, die an diesem Arrow Vow befestigt waren und sie mussten nach Lax. Also beschlossen sie, das Zodiac zu Wasser zu lassen. Ein Schlauchboot, könnte man sagen, das wir nutzen, um unsere U-Boote zu bergen. Es war ein sehr robustes, zuverlässiges Boot. Wir hatten keinerlei Bedenken. Sie stiegen ein und der Kapitän entschied, dass wir, da wir nur eine Minimalbesatzung hatten und in einer Evaluierungsphase, nicht bei einem Einsatz mit dem Zodiac fahren würden. Dass ich vermutlich im Zodiac mitfahren sollte, da ich den Hafen kannte und wir jenen Tag keine erfahrenen Decksmannschaft an Bord hatten. So also, normalerweise benutze ich kein Zodiac, um Personen zu befördern, denn ich trage die Verantwortung für das Schiff. Ich bin der Chefingenieur. Doch der Kapitän dachte, diese Nacht wäre es wohl klug, also sind wir runter zum Bootsmannsschrank, haben ein paar wirklich alte Schwimmwesten geholt. Es waren die alten, und wir hatten sie nicht an, weil es eine stürmische Nacht war. Wir dachten, naja, meistens tragen wir keine Schwimmwesten. In jener Zeit, Es waren die 80er Jahre. ja, es war uns egal, wir hatten sie nur an Bord, um die Vorschriften zu erfüllen, aber niemand trug sie wirklich. Wir mussten sie abklopfen, anlegen, ins Schlauchboot steigen und den letzten Peilungspunkt zum Hafen nehmen. Wir versuchten, die Hafenboje zu erkennen, waren aber 3,2 Kilometer abgetrieben, sodass sie gerade noch sichtbar war. Dann ein Lichtblitz von ihr. Oh, und es war eine stürmische Nacht. Ich meine, es war wirklich heftig. Und so steuerten wir hinein. Und das war's dann auch. Das war's. Der Anfang vom Ende in vielerlei Hinsicht. Denn stellen Sie sich vor, 7,5 bis 9 Meter hohe Wellen, nur wenige Kilometer vor der Küste, sind doch nur Dünungswellen, oder?
Einfach große Dünungswellen. So fuhren wir auf den Wellenkamm, um den Hafen zu finden. Im Wellental hinab, hinauf zur nächsten Welle und das Ganze wiederholen. Doch gleichzeitig musst du dir bewusst sein, dass auch die Hafenboje auf und ab tanzt. Also bist du im Takt? Die Hafenboje verschwand aus unserem Blick, doch die Küste war beleuchtet. Wir dachten, im Notfall könnten wir mit dem Schlauchboot eine Strandlandung machen. Wir würden die Leute irgendwie zum Hafen bringen und sie zum Flughafen schicken. Und etwa 1,5 Kilometer vor der Küste fuhren wir plötzlich wirklich ab. Brecher. Und dann wäre, ja, bumm. Und ich rief dem Maat zu, dreh uns um, bring uns zurück, dreh uns um, ich bin im Bug. Wir versuchten unseren Weg zu erkennen und ein Maat steuerte am Steuerpult das Schiff und ich rief, dreht uns um, lasst uns hier rauskommen. Wir sind in einer Brecherzone, das ist ein gefährlicher Ort. Und genau in dem Moment kam die nächste Welle und krachte auf uns herab. Und als sie das tat, faltete sie das Schlauchboot zusammen wie ein Erdnussbutter-Sandwich. Und ich befand mich im Bug, als es mich ins Meer hinausschleuderte. Und ich wurde einfach hin und her geworfen, immer wieder und verlor völlig die Orientierung, wo oben und unten war. Aber ich, als Kaufmann ausgebildet. Ich wusste, ich brauchte keine Panik zu bekommen, denn ich hatte meine gute alte Mae West an. Sie wird mich an die Oberfläche bringen. Ich muss mich nur festhalten und mich schützen. Und genau das tat ich. Man kann nur begrenzt die Luft anhalten. Letztendlich ertrank ich. Wow, du bist also im Wasser. Ertrinkst, du bist raus. Also, was passiert als nächstes, David? Nun, es ist wirklich sehr interessant. Ertrinken. Und ich habe mit anderen gesprochen, die Ähnliches erlebt haben. Irgendwie, ich kann es nicht erklären. Vielleicht zieht es uns zueinander, als ob das Universum die Dinge so zusammenfügt. Und die anderen ertrunkenen, Nahtoderfahrung habenden, mit denen ich gesprochen habe, hatten ein sehr ähnliches Ergebnis. Sie atmen das Salzwasser ein, was keine angenehme Erfahrung ist, aber dann sofort verlasse ich meinen Körper. Und ich befand mich in einer echten Leere dieser Dunkelheit, absoluter Schwärze. Das Tosen des Meeres verstummte. Stellen Sie sich eine 7,5 Meter hohe See vor. Es ist entsetzlich. Ich war schon ein paar Mal draußen. Es ist nicht lustig. Ja, es ist nicht lustig. Nein. Und wenn du an der Westküste bist, weißt du, dass die Strömung von Norden kommt. Deshalb ist das Wasser unglaublich kalt. Deswegen tragen Surfer an der kalifornischen Küste Neoprenanzüge, weil das Wasser dort ist einfach sehr kalt. Und das war im März, also war das Wasser eiskalt. Aber mir ist nicht mehr kalt. Das Rauschen des Ozeans ist nicht mehr da. Ich fühle mich wohl. Es ist still und ruhig. Ich bin in absoluter Dunkelheit. Deshalb bin ich neugierig. Was passiert hier eigentlich? Und es ist irgendwie witzig, denn in der Taucherausbildung, sowohl in der Freizeit als auch in der Berufstaucherei, absolvieren wir ein Training für Sauerstoffmangel. Doch das hier übertrifft bei weitem alles, was ich an Sauerstoffknappheit erlebt habe. Deshalb bin ich bin neugierig. Es ist seltsam, an einem völlig dunklen Ort zu sein, der jedoch still und friedlich ist, sodass man sich nicht einsam fühlt. Es scheint, als wäre noch etwas anderes da. Nach meinem gewaltsamen Tod war diese Dunkelheit für mich eine unglaublich beruhigende Erfahrung. Ich weiß von Leuten mit ähnlichen Erlebnissen, Studien über die Leere deuten darauf hin, dass es ein beängstigender Ort sein kann, weil man allein ist, aber man fühlt sich nicht allein. Das kann beunruhigend sein. Aber für mich fühlte es sich sehr friedlich an. Dann sah ich ein Licht, doch es war nur ein winziger Punkt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich darauf zusteuerte, mich ihm näherte. Ich begann, diese Wellen und Wellen der Liebe zu spüren, und es fühlte sich an, als würde ich in eine warme Umarmung eingehüllt. Und so, ich war hin und weg von dem, was geschah. Und ich sah dieses Licht, als ich näher und näher kam, war es wie Millionen und Abermillionen von Lichtfragmenten und sie bewegten sich alle im Gleichklang, ganz ähnlich wie man manchmal große Fischschwärme sieht, die gemeinsam schwimmen. Und das Licht und die Lichtbrechung,
Es war absolut faszinierend und hypnotisierend. Aber ich kam immer näher und näher und als ich ganz nah war, 3 Fragmente lösten sich und sie hießen mich willkommen zu Hause. Alex, ich will dir was sagen. Es war das emotionalste und lebensbejahendste Ereignis. Sie hießen mich willkommen zu Hause. Es fühlte sich an, als käme ich heim. Ich hatte kein Heimatgefühl. Wir sprachen über mein frühes Leben. Ich hatte kein Gefühl dafür. Plötzlich hatte ich dieses Gefühl, hier sind diese Lichtwesen, die mich willkommen heißen. Ich betrachte mich und erkenne, dass ich zu einem Lichtfragment geworden bin, zu einem dieser Lichtwesen. Und schließlich kommen ein Dutzend von ihnen, um mich zu begrüßen. Und ich bin einfach überwältigt von Liebe und Unterstützung, dass sie es sind, mich umarmend mit. Und dann wurde mir mitgeteilt, dass wir müssen zum Licht. Tiefer ins Licht vordringend erreichten wir eine sphärische Zone gleich einer riesigen Blase. Dort angekommen, begannen wir, mein Leben Revue passieren zu lassen. Aber ich habe es noch einmal erlebt, nicht nur aus meiner Perspektive, sondern es war, als hätte sich mein Bewusstsein in mehrere Bewusstseinsströme aufgespalten. Und ich habe es aus meiner Sicht erlebt, aber auch aus der Sicht aller, mit denen ich jemals interagiert habe. Und es war, als ob jede Interaktion, die ich je hatte, löste eine Welle aus und diese Wellen breiteten sich aus. Und es war irgendwie interessant, denn ich war, wie gesagt, ein ungestümer junger Mann und nicht wirklich stolz darauf. Ich wollte nicht, dass diese Seelenfamilie einige Dinge sieht, die ich getan hatte. Und so, es war schwer für mich, es war sehr schwer für mich, weil sie es genau so erlebten, wie ich es erlebte. Aber sie unterstützten mich einfach und liebten mich dadurch hindurch. Sie gaben mir quasi diese zusätzliche Unterstützung, die ich brauchte, um diese Rückschau meines Lebens zu durchstehen. Interessant war, dass ich sah, dass wenn ich etwas mit reiner Liebe tat, wenn ich in meinem Leben etwas mit liebevoller Absicht tat, ohne etwas zu erwarten, einfach aus reiner, von meinem Herzen zu deinem Herzen Absicht. Das hat einige der größten Wellen geschlagen. Und das war, ich weiß nicht, verblüffend, dass die Dinge, von denen ich glaubte, sie seien lebenswichtig, wie leitender Ingenieur eines Forschungsschiffes zu sein, all diese Dinge, die ich schätzte sie sehr, vielleicht war es aber mein Ego, das sie erhob. Sehr wenig im Effekt der Wellenringe. Ich durchlebte die Lebensrückschau und kam an den Punkt, wo ich ertrunken war, aber wir machten weiter. Und es war irgendwie interessant, denn in der Lebensrückschau ist alles kristallklar, absolut kristallklar, was alle Interaktionen, die Wellenringe betrifft, die verschiedenen Bewusstseinsströme. Aber als ich diese Schwelle überschritt, hinein in, was mir damals nicht bewusst war, war meine Zukunft. Es wurde wie ein Korridor, als blickte ich diesen Korridor entlang. Und in der Mitte war es klar, aber an beiden Seiten etwas unscharf. Und so, es fühlte sich an, als könnte ich diesen Weg gehen oder jenen, wenn ich wollte. Und für mich symbolisierte das den freien Willen, den wir in diesem Leben haben, dass wir eine Wahl haben, aber auch einen gewählten Pfad, den wir eingeschlagen haben, aber wir haben auch diese Chance, unseren freien Willen zu nutzen, um mal zur einen oder anderen Seite abzudriften, aber wir kehren zurück zum Zentrum, dem Mittelweg. So gehen wir diesen Weg entlang und ich beginne zu leben oder scheine zu leben. Ereignisse in meinem Leben führen mich zu einem bestimmten Punkt, an dem das Licht, okay, all diese Millionen von Lichtfragmenten im Einklang sprechen und sagen, dies ist nicht deine Zeit, du musst zurückkehren. Und ich sagte, keine Chance, ich gehe nicht zurück. Ich habe eine Familie, die mich liebt, fühle Liebe und Unterstützung wie nie. Ich entdeckte eine Familie, von der ich nichts wusste. Und dieser Körper ist gebrochen.
Nur kaltes Fleisch, das im Ozean hin und her geworfen wird. Und ich war mir dieses Körpers immer noch bewusst. Das Licht sprach noch einmal zu mir und sagte mit einer Stimme voller Liebe: Du musst zurückkehren. Du hast einen Zweck. Und dieses Wort Zweck hallte in meinem Sein wieder. Wenn wir in diesem Licht sind, haben wir ein so weites Bewusstsein, weit mehr als das, was uns im physischen Leben gegeben ist. Und in diesem Moment verstand ich klar, was mein Zweck war. Und mit diesem Verständnis fand ich sofort zur Akzeptanz. Und als ich diese Schwelle der Akzeptanz erreichte, befand ich mich außerhalb meines Körpers und beobachtete, wie mein Körper im Meer weiterhin hin und her geworfen wurde, weil ich in eine dieser Strömungen geraten war, wo die Wellen hereinrollen und dich einfach dort festhalten. Und so wurde mein Körper weiterhin wie eine Stoffpuppe im Ozean herumgewirbelt. Als ein Teil des Wracks des Schlauchboots tatsächlich die Bugleine sich um diesen Arm wickelte und meinen Arm hochriss, meine Schulter auskugelte und ich außerhalb meines Körpers dabei zusah, wie das passierte. Und die drei, die Seelenfamilie, die mich willkommen hieß, umgab mich, als wir gemeinsam aufstiegen, während mein Körper im Schlauchbootwrack hängen blieb. Dann verschleierten Wellen die Sicht. Sie warfen meinen Leib gegen das Wrack, Salzwasser spritzte auf, und genau dann gaben sie mir einen sanften Stoß. Ich kehrte in meinen Körper zurück. Wow, das Wrack hat dir quasi eine Herzdruckmassage gegeben. Ja, es ist irgendwie lustig. Es gab viele Dinge, die sich dort abspielten, die mir noch Jahre danach im Kopf herumgingen. Das bittere Ende der Darmleitung klopfte gegen meine leblose Brust. Und ich saß da und fragte mich, wie soll die ganze Größe von mir da hineinpassen in diesen physischen Körper. Und dann gaben sie mir diesen sanften Schubs, hineinzugehen. Okay, aber du bist noch im Ozean und fliegst weiterhin herum. Wir sind noch immer eine Meile entfernt. Wir sind noch eine Meile entfernt. Was geschah mit den anderen? Sie waren die Helden der Geschichte, weil sie auf ihren Posten blieben und sich zusammenschlossen. Dafür wurden wir ausgebildet. In solch einer Umgebung. Dazu wurden wir ausgebildet. Wir sind trainiert, aufeinander zu achten und letztlich finden wir alle wieder zueinander. Also eine stark militärisch geprägte Denkweise, sicher. Wir waren alle Ex-Militärs, genauer Ex-Marine, mit derselben Grundausbildung, wie dem auch sei. Sie blieben standhaft auf ihrem Posten. Es ist ein gefährlicher Ort. Und sie hielten die Stellung. Sie schätzten, dass sie etwa 15 bis 18 Minuten dort waren. Einer von ihnen hielt durchgehend eine Taschenlampe fest. Trotz allem, was in dieser Nacht passiert ist, hielt er die Taschenlampe fest. Und so hatten sie sich alle zusammengefunden und suchten nach mir. Sie riefen meinen Namen. Aber als ich auftauchte und endlich wieder klar kam, spuckte ich Salzwasser aus und atmete tief die Luft ein. Entschuldigung, nach Einatmen von Salzwasser kannst du nur quietschen und krächzen. Es verursacht Chaos im Kehlkopf. Ich bemühte mich, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen und über Wasser zu bleiben. Ich versuchte zu atmen und sie fanden mich und wir fanden zusammen und wir sammelten uns um das Wrack, weil in einem der Pontons des Schlauchboots ein bisschen Luft war. Also nutzten wir das als unseren Sammelpunkt und wir schwammen 1,5 Kilometer an Land mit meiner ausgekugelten Schulter und einem Daumen. Und es fiel mir schwer. Schwammst du oder wurdest du gezogen? Ich hielt mich am Schlauchboot fest und strampelte. Okay. Versuchte zu helfen, tat aber mein eigenes Ding. Ich konnte nicht an der Oberfläche bleiben und sank immer wieder ab. Aber das Komische ist wirklich, wenn wir von so einer Nahtoderfahrung zurückkehren. Spirituell transformative Erfahrung. Es fühlt sich an, als wäre man halb hier und halb dort im Grenzenlosen. Ich war bei Bewusstsein und bemerkte, dass etwas mit meiner Rettungsweste nicht stimmte. Ich öffnete den Verschluss, den Brustverschluss davon. Und ich sah hinunter und bemerkte, dass das Innenfutter meiner Schwimmweste morsch war und die Faserfüllung sich vollständig mit Wasser vollgesogen hatte. Sie zog mich also eher nach unten, statt mich oben zu halten. Also zog ich sie aus und konnte dann etwas Auftrieb bewahren und mich festhalten. Einfach treten, mit einem Arm festhalten.
so treten und mit Beinscheren mich zu ihnen bewegen. Wir alle hielten uns am Bootsponton fest. Haben Sie von Seelenfamilie gesprochen? Sahen Sie Gesichter? Kannten Sie jemanden persönlich? War es wie bei Ihrer Oma? Wer war es? Ja, das ist ziemlich interessant. In der Nahtoderfahrung gab es Lichtfragmente, aber ich sah deutlich diese Augen. Diese Augen waren drin. Und es war, als ob ich erkannte sie nicht aus diesem Leben. Sie waren nicht wie Oma, Opa, denn das hatte ich in diesem Leben nicht. Aber ich erkannte sie. Ich erkannte sie als Familie. Und wir hatten diese Verbindung, die, ich glaube, wohl über viele Leben bestand. Und genau darum nannte ich sie meine Seelenfamilie, weil sie mehr als Freunde sind. Sie sind Teil meines innersten Kreises. Sie niemand waren, mit dem ich in diesem Leben zusammengelebt hatte. 11 Jahre später hatte ich eine zweite Nahtoderfahrung. Bei dieser durfte ich das Zusätzliche, einen nachhaltigen Einfluss auf mein Leben hatten. Bis zu jener Lebensrückschau hatte ich sie nicht bewusst reflektiert, weil ich sie verdrängt hatte. Ich sprach nicht darüber und wollte nicht wahrhaben, dass sie mich tiefgreifend verändert hatten. Doch bei genauerer Betrachtung waren es gerade diese 3 Erfahrungen, die entscheidend waren. Sie motivierten mich durch die Reflexion meines Lebens und die Liebe, die ich empfand. Und dass ich plötzlich wusste, wer ich war. Und so gab es diese Akzeptanz meiner selbst. Ich wusste, ich hatte viel Arbeit vor, weil ich mich ändern musste. In dieser Rückschau erkannte ich, wie notwendig meine Veränderung war. Doch ich akzeptierte mich, wie ich bin, wissend, dass ich mich verbessern kann. Und dann die Toleranz. Toleranz gegenüber anderen. Erinnerst du dich an meine Philosophie, seinen eigenen Weg zu gehen? Ich hatte dabei die Toleranz gegenüber anderen außer Acht gelassen. Aber ich konnte sehen, dass auch andere ihren Weg im Leben gehen, so wie ich. Manchmal kreuzen sich unsere Wege, wir arbeiten zusammen und manchmal, wir sind vielleicht nicht einer Meinung, aber das ist okay. Es ist ihre Wahl, ihr Leben, ihre Entscheidungen. Wir müssen nicht zustimmen, aber ich akzeptiere, dass sie so leben, okay? Vielleicht ist es harmlos, aber es ist etwas. Und das Dritte, was mir im Gedächtnis blieb, war die Wahrheit. Ich habe schon immer gemochte Wahrheit. Es war mir schon immer wichtig. Aber nach der Nahtoderfahrung wurde mir klar, dass es mehr gibt als nur die faktische Wahrheit. Die Wahrheit, die wir in der Schule lernen, aus Büchern und aus dem, was wir im Leben erfahren haben. Es gibt mehr als nur die faktische Wahrheit. Es gibt auch eine Wahrheit, die in unserem Herzen widerhallt, in unserem Sein. Und wenn wir auf diese Wahrheiten stoßen, schwingen sie mit. Wir erkennen sie. Sie erleuchten unser Leben. Und deshalb, Leute, das ist die größere Wahrheit, die anzunehmen ist. Das ist vielfach ein Wegweiser, der inneren Wahrheit zu folgen. Und deshalb Akzeptanz, Toleranz und Wahrheit, das wurde so eine Art Mantra für 11 Jahre, während ich es nicht nach außen trug. Tatsächlich habe ich es eher versteckt, denn die Jungs, die waren so, Dave, wir haben lange nach dir gesucht. Verdammt, man kann nicht so lange den Atem anhalten. Wo warst du? Und dann tauchst du ganz unerwartet auf. Wo warst du? Und dann sagte ich so, oh, Neptun hat mich wieder ausgespuckt und solche Sachen. Ich würde es verbergen. Ich habe versucht, es zu verstecken, weil ich habe es meiner damaligen Frau erzählt und das kam nicht gut an. Und da dachte ich kann darüber nicht sprechen. Und die Arbeit, die wir in den 80ern gemacht haben, gewerbliches Tauchen, Unterwasserforschung, war unglaublich gefährlich. Und deshalb über den Tod sprach man nicht. Es war kein Thema, das zur Sprache kam. Darüber sprechen. Darf ich fragen, als Sie zurückkamen, gab es irgendwelche Probleme? Wie haben Sie das Erlebte bewältigt? Es ist das eine, es dort zu verarbeiten und das andere, hier damit umzugehen. Unser begrenzter Fleischanzug, den wir tragen und das kleine Ding zwischen unseren Ohren, ist nur eine winzige Version der großen Weite, von der du gesprochen hast. Wie hast du das psychologisch nur verarbeitet? Ja, es ist hart. Es ist hart, weil man zurückkommt und sich schwer fühlt. Man fühlt sich schwer und dicht. Weil man eingeengt ist, oder? Und da dieses weite Bewusstsein weiter schwindet sehr schnell.
Ich fühlte mich etwa 3 Tage lang wie halb hier, halb dort. Aber dann schwand es langsam, sehr langsam. Und die Dinge. Sie haben mir einen riesigen Schrecken eingejagt, Alex, denn plötzlich sah ich Auren. Ich wusste nicht, was sie waren. Ich nannte sie einfach Lebensenergien. Oder weißt du, es war wie die geschäftigen 80er. Ja, und es war in Südkalifornien und wir wohnten in so einer kleinen Apartmentanlage, wo alle Wohnungen einander gegenüber lagen und es einen zentralen Innenhof gab, aber alles war bepflanzt, terrassenförmig angelegt und wunderschön, doch alles hatte so eine Aura. Und ich dachte mir, was zum Teufel ist das? Es war, als hätte ich mir wirklich einen verdammt heftigen Schlag auf den Kopf geholt, weil ich Dinge sah. Und wenn ich jemandem in die Augen sah, konnte ich das Licht in ihren Augen erkennen, genau wie die Lichtsplitter. Augen. Ich konnte das Licht sehen, das in einer Person wohnte, und es fühlte sich unglaublich aufdringlich an. Deshalb fiel es mir sehr schwer, Leute anzusehen. Und ich war immer der Typ, der direkt auf dich zukam, sozusagen. Und plötzlich konnte ich dir nicht mehr in die Augen sehen, weil ich konnte es einfach nicht, dir in die Augen zu sehen, weil ich sah dein Wesen, deine Essenz, wer du warst. Und so, ich wollte, dass alles verschwindet, einfach weggeht. Ich will mein altes Leben zurück, was auch immer das hier ist. Ich glaube, ich werde verrückt und will mich damit nicht auseinandersetzen. Ich begann Nebenwirkungen zu spüren. Nicht jeder hat solche Nachwirkungen, aber das ist mir passiert. Ich fing an, diese Empfangungen zu bekommen. Damals bezeichneten sie es als Downloads. Ich erhielt diese Infos. Und es war nichts aus dem Unterricht. Es war etwas, das ich hatte so etwas noch nie erlebt. Also wusste ich nicht, woher die Informationen kamen. Aber es war dieses intensive Wissen, dass das einfach kam. Und so, ich handelte wie ein guter Ingenieur, testete es, um zu sehen, wie. Ist vertikal echt? Kann ich mich darauf verlassen? Ist es praktisch nutzbar? Und je öfter ich es testete, desto zuverlässiger stellte es sich heraus. Und so letztendlich, es passiert nicht über Nacht. Diese Erfahrungen zu integrieren geschieht nicht über Nacht. Es braucht Zeit, sich daran zu gewöhnen. Letztendlich konnte ich lernen, einfach abzuschalten. Das Sehen der Auren und der Lebensessenz der Menschen und solcher Dinge. Ich konnte das beruhigen, so dass es nicht mehr so störend war. Und ich hatte niemanden, mit dem ich sprechen konnte. Also ich nahm Akzeptanz, Toleranz und Wahrheit als meinen Halt. Der Rest, das Ringen mit dem, was ich als Gott sah, überforderte mich. Ich konnte es nicht bewältigen. Es musste beiseite geschoben, in meinem Unterbewusstsein vergraben werden. Oft sage ich habe es in einen Schuhkarton gepackt, mit Panzertape umwickelt, darauf nicht berühren geschrieben und weit in meinem Gehirn versteckt. Denn aber ich akzeptierte mein Gelerntes. In der Rückschau meines Lebens und beim Treffen der Seelenfamilie akzeptierte ich das bis zu einem Grad. So klammerte ich mich an Akzeptanz, Toleranz und Wahrheit. Und als ich 11 Jahre später meine zweite Erfahrung machte, sah ich, wie sehr mich schon dieses kleine Stück, das ich aus der Nahtoderfahrung mitgenommen hatte, verändert hatte. Dramatisch. Also lassen Sie mich fragen, Sie sprachen von Downloads. Welche Art von Downloads meinen Sie? Welche Art von Informationen kamen da rein? Ja, es ist wirklich interessant. Manchmal war es persönlich, manchmal betraf es einen Kollegen. Plötzlich kannte ich persönliche Details über sie. Einmal, als wir uns auf einen Auftrag vorbereiteten, wusste ich plötzlich, dass ich Probleme mit den Getrieben der Nummer 2 Motoren haben würde. Deshalb hatte ich spezielle, normalerweise nicht vorrätige und teure Teile auf Lager. Glücklicherweise war ich der leitende Ingenieur und der Kapitän so, wofür gibst du dieses Geld aus? Ich meinte dann, ich habe da so eine Vorahnung, dass wir müssen alle Eventualitäten bedenken. Klar, wir sind auf See, arbeiten und plötzlich das zweite Untersetzungsgetriebe fällt quasi aus. Doch ich habe alles Nötige an Bord zur Reparatur. Also bei solchen Dingen wüsste ich plötzlich einfach Bescheid. Es gab keine Anzeichen, dass das Untersetzungsgetriebe kurz vor dem Ausfall stand. Aber ich wusste es, ich habe es einfach gewusst. Das ist faszinierend.
Also gut, du hast bereits auf diese zweite Nahtoderfahrung angespielt. Kannst du das etwas näher ausführen? Es war weniger eine Nahtoderfahrung als vielmehr eine spirituell transformative Erfahrung. Ich habe meditiert und konnte Zeit mit unglaublichen Menschen aus einer spirituellen Gemeinschaft verbringen. Sie waren auf dem Weg zurück nach Sedona, wo ich lebte, gleich außerhalb der Stadt. Ich dachte, das ist perfekt. Ich kann alte Pfade erkunden, mit diesen Menschen Zeit verbringen und an ihren spirituellen Kursen teilnehmen. Ursprünglich hatte ich vor, mich zurückzuziehen, statt mich wirklich auf sie einzulassen. Am ersten Tag wollten sie auf den Bell Rock zur Meditation und ich dachte, oh, das ist großartig. Ich liebe diesen Ort. Er ist etwas Besonderes. Also ging ich zu einer bekannten Stelle, setzte mich und suchte meinen heiligen Ort auf, wie es mir die Großmütter gelehrt hatten. Genau deshalb tat ich es. Sedona ist ein Ort, an dem ich frei atmen kann, weil es sich wie zu Hause anfühlt. Ich habe dort als Jugendlicher gelebt. Als ich mich hinsetzte, fühlte ich mich sofort wohl und heimisch. Plötzlich hörte ich eine Stimme, ein Licht, das zu mir sprach und sagte, ich solle zum Licht zurückkehren. Als ich folgte, gab es keine Wahl mehr. Ich fand mich wieder, zurück im Ozean, ertrinkend im Nichts. Erneut mit meiner Seelenfamilie zu treffen und die Lebensrückschau zu erleben, diesmal auch die 11 Jahre, die ich gerade erlebt hatte. Du musstest alles erneut durchleben, um zurückzukommen. Es schien, als gäbe es nur diesen einen Weg ohne Seitentür. Ja, genau. Es war, als hätte ich keine Wahl. Plötzlich durchlebte ich die Nahtoderfahrung erneut. Ich sprach dann mit Nahtodforschern und sie meinten, es sei häufig, dass Betroffene solche Erlebnisse verdrängen. Ihre Berufserfahrung, dass sie möglicherweise eine spirituelle Krise erleben, bei der verdrängte Gefühle wiederkehren. Das geschieht oft bei Menschen, die als Kinder ihre Emotionen unterdrücken mussten. Und dann vielleicht mit 30, 40, 50 oder sogar in den 60ern, wie bei einer Bekannten von mir, können diese Gefühle plötzlich wieder zum Vorschein kommen. Ich glaube, mir ist das auch passiert, weil ich, obwohl ich Teile der Erfahrung akzeptiert habe, versucht habe, andere zu verbergen. Und das ist jetzt 11 Jahre her. Und schließlich erreichte ich einen Ort, an dem ich mich wohlfühlte, einen stillen Ort, wo ich gut hören konnte und trat in meinen heiligen Raum ein. Das war der Ort. Und plötzlich kam alles wieder hoch. Also gingst du zurück und erlebtest es wieder. Dein Lebensrückblick. Als du zurückblicktest, sahst du 11 weitere Jahre. Ja, mein Leben zu leben und zu sehen, wie sehr es mich verändert hat. Ja, es lehrte mich, die gesamte Erfahrung anzunehmen. Ich muss sie einfach umarmen und beginnen, nach dem zu leben, was ich daraus gelernt habe. So startete ich, das umzusetzen, was ich meine stille Mission nenne, indem ich nach dem lebe, was ich gelernt habe und es in alle Bereiche meines Lebens integriere. Und dann, durch diese spirituelle Erfahrung, als du diese Lebensrückschau durchgemacht hast, was geschah danach? Bist du einfach wieder in den Körper zurückgekehrt? Ja, aber man könnte meinen, ich sei ertrunken, weil der Schweiß, ich war klatschnass. Man hätte denken können, ich wäre gerade ertrunken. Und ich kam herunter und es war irgendwie lustig. Auf diesem Rückzug waren einige sehr bekannte Nahtoderfahrungsexperten. Und so plötzlich hatte ich Gleichgesinnte, die Mentoren sein konnten. Und doch, aber wieder fühlte ich mich, als wäre ich halb hier, halb dort. Es war eine sehr emotionale Zeit, denn ich konnte an vielen ihrer Abenteuer nicht wirklich teilnehmen, weil alles lebendig war, alles. Und es berührte mich emotional. Es ist interessant, trittst du ins Licht, gehst du ganz ein. Deinen Körper nimmst du nicht mit, Emotionen auch weniger. Es ist mehr eine Verbindung zu deinen Gefühlen. Aber im Körper, wenn dieselbe Liebe dich beeinflusst und umarmt, überwältigen unsere menschlichen Emotionen uns einfach. Und so hatte ich unmittelbar nach der zweiten Erfahrung große Schwierigkeiten, unter Menschen zu sein, denn ich liebte jeden. Ich liebte sogar den Tisch, an dem ich saß. Du warst high.
Du hast Ecstasy genommen. Du hast Ecstasy genommen. Im Grunde. Also ja, es war sehr schwer, bei Leuten zu sein. Während dieser 11 Jahre, wann entschiedest du sozusagen aus dem spirituellen Versteck zu kommen und zu sprechen? Erst nach dem zweiten Erlebnis. Ach, wirklich? Also wurde das alles die ganze Zeit zurückgehalten? Du hast es für dich behalten, es ziemlich lange unterdrückt. Ja, das war ich. Es ergab durchaus einen Sinn, weil du hinterfragst es wieder und wieder. Wir sind Menschen, klar, und unser Ego meldet sich behauptend, es sei so gut wie diese Erfahrung. Es ist komisch, wie der Kopf uns täuscht, aber diese Erfahrungen wirken realer als dieses Leben. Das Erlebnis. So ähnlich wie in einem Traum. Manchmal erwacht man aus Träumen, die so real schienen, weil man woanders war. Dann wacht man auf und überlegt. Manchmal schlägt meine Frau mich, weil ich ihr im Traum Unrecht tat. Ich beteure, ich habe nichts gemacht. Ich schwöre, es kam mir so vor. Hast du das getan? Ich tat nichts. Ich habe nur geschlafen. Ja, klar. Also gut, ich nehme jetzt das Gegenteil an. Wo du bist, ist ein Traum. Ja, das ist der Traum. Ja, das ist es. Was sagen Aborigines? Das ist der große Traum. Ja, der Traum. Das ist nicht die Realität. Das ist die Simulation. Das ist der Traum. Das ist die Illusion unseres Lebens. Wir erwachen anderswo und sagen, ich war in diesem Podcast, es war verrückt. Und dann werden sie fragen, was ist ein Podcast? Ja, es bleibt hängen. Es ist sehr interessant, weil mir fiel etwas ein, doch es entfiel mir. Du beginnst endlich dich zu öffnen, als du dich endlich dazu entschlossen hast, diese Erfahrung zu teilen. Wie war die Aufnahme? Freunde, Familie und so weiter? Ja, ja, wirklich positiv, denn zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben hatte sich mein ganzes Leben verändert, weil in diesen 11 Jahren vollzieht sich eine Integration und es erwacht eine Berufung, die in einem das Verlangen stärkt, anderen Menschen noch mehr dienen zu wollen. Also verließ ich das Seemannsleben und begann zu arbeiten. Ich arbeitete in Krankenhäusern, spezialisierte mich auf Biomedizin und dann Dialyse. Ich fühlte, ich konnte Menschen mehr dienen, indem ich ihr Leben teilte, statt stets 800 Kilometer vor der Küste zu sein. Und so, ich hatte angefangen, im Umgang mit spirituelleren Gruppen und Begegnungen, also als ich zurückkam. Das ist irgendwie lustig. Ich habe das nie so gesehen, als würde ich mich outen. Aber als ich anfing, meine Erfahrungen zu teilen, ich hatte irgendwie Mentoren gefunden und einige wirklich gute Leute, die mich dabei wirklich unterstützt haben. Und so fühlte ich mich unterstützt, als ich begann, es zu teilen. Warum glaubst du, passierte das dir, David? Das ist eine ausgezeichnete Frage, die mich jahrelang gequält hat. Aber dieses Wort Zweck ist der Grund, warum ich mein Buch schrieb. Eine Reise des Sinns. Der Zweck. Es gab einen triftigen Grund für meine Rückkehr. Ich denke, das ist ein Teil des Grundes, warum sie mir Vorschauen gaben. Ich hatte eine Bestimmung zu erfüllen. Ein großer Teil war, mich auf das Jahr 2000 vorzubereiten, als ich Stadium 4 Lungen- und Knochenkrebs bekam. Die Prognose: Läsionen in Hüfte, Gehirn, Nieren, 2,5 Brustknochen zerfressen, Wirbelsäule eingebrochen. Die Prognose war 6 bis 8 Wochen Lebenszeit. Ein Teil von mir sagte, hey, geh nach Hause. Aber ein Teil meinte, hey, erinnerst du dich an den Zweck? Denn in dieser Lebensrückschau, als ich meine Zukunft erlebte, sah ich, dass ich Krebs bekommen würde. Ich sah auch, dass ich den Krebs überleben würde. Und also ein merkwürdiges Phänomen zeigt sich bei Menschen mit terminaler Prognose. Zuerst herrscht ein Nebel. Dieser Nebel des Was zum Teufel passiert in meinem Leben.
Dann kommt Klarheit. Man erkennt, was wichtig ist. Okay, ja. Und das ist dein Fokus, was in deinem Leben wichtig ist, oder? Also bei meinem. Ich hatte diese Klarheit, aber es hat mich auch wieder darauf fokussiert, auf mein spirituelles und mein menschliches Leben, und es hat mir sozusagen diesen Laserfokus gegeben, wie ich vorwärts gehen sollte. Und meine Kommunikation nach meiner zweiten Erfahrung wurde noch bereichernder, weil meine Seelenfamilie tatsächlich mit mir kommunizierte. Also hatte ich diese erstaunliche Führung, die mich leitete. Die schwere Lebensphase mit Lungen- und Knochenkrebs im 4. Stadium. Das ist sehr interessant, denn Sie sind der Erste mit Nahtoderfahrung, mit dem ich sprach, dem Zukünftiges in einer Lebensrückschau gezeigt wurde. Sie erwähnten das nicht, als wir die Geschichte das erste Mal besprachen. Ein wirklich interessanter Aspekt. Sie haben tatsächlich Einblicke erhalten, so als ob man sagt, hey, du bekommst Krebs, aber dann, wir werden jetzt nicht verraten, ob du es schaffst oder nicht. Aber hier siehst du dich bereits darüber hinweg. Also triffst du die Entscheidung, was passieren wird. Ja, das verschafft dir definitiv einen Vorteil. Ich meine, ich wusste, dass ich es überleben würde, nicht wahr? Das ist positiv bei näherer Betrachtung. Unsere Haltung gegenüber Krankheiten und allen Arten von Leid, könnte man sagen, formt alles, was ist. Ein Fels in unserem Weg. Die Einstellung zu haben, wie man das Hindernis überwinden wird, ist unglaublich kraftvoll, besonders für den Körper. Denn er besitzt erstaunliche Heilkräfte. Ich habe eine gebrochene Wirbelsäule. 3,5 Wirbel fehlen, gehalten nur durch einen massiven Tumor. Es ist fast so, als ob dem Körper gefällt das nicht. Aber ich konnte es überwinden. Und das wirklich Seltsame ist, ich habe es genutzt, eine Kombination traditioneller Methoden, denn ich arbeite nun im Krankenhaus in der Dialyse und konnte es so nutzen. Traditionelle Medizin und einige ganzheitliche Ansätze. Und indem ich meiner Führung folge, die sich mit mir selbst teilt. Ach, probiere doch dieses aus, dann jenes. Oh, das fühlt sich richtig an. Das wiederum nicht. Etwas in dieser Art. Und innerhalb von 6 Monaten war ich krebsfrei. Und die Ärzte hatten natürlich keine Ahnung, wie das passiert ist. Sie haben einfach diesen Ausdruck, den ich liebe. Ich weiß nicht, was du tust, aber mach einfach weiter so. Ich hörte diesen Satz von Ärzten, deren Patienten wundersame Heilungen erlebten. Ich weiß nicht, was passiert, aber fahren Sie mit den Heilungen fort. Aber wissen Sie, das Lustige an Ärzten ist, dass ich schon immer Familienmitglieder im Gesundheitsbereich hatte und ich habe Ärzte in meiner Familie, die sich dadurch nicht verändern werden. Sie erleben eine Situation wie Ihre und denken sich, das ist eine Ausnahme und Sie forschen einfach nicht weiter nach und gehen weiter Ihren Weg. Ist das nicht faszinierend? Ja, mein Onkologe war ziemlich fortschrittlich und mein Hausarzt, mein damaliger Primärarzt, war sehr interessiert. Er wollte wissen, wie ich es geschafft habe. Wirklich. Ich meine, er hat sich mit mir hingesetzt. Wir hatten einfach ein normales Gespräch. Körperliche Untersuchung, und die halbe Zeit sprachen wir über meine Nahtoderfahrung und ihren Einfluss auf meinen Krebskampf. Und er war davon fasziniert. Das war mein Hausarzt. Leider hat er die Medizin aufgegeben, aber wie auch immer. Aber, aber mein Onkologe war. Er war sehr interessiert an den ganzheitlichen Methoden kombiniert mit Schulmedizin. Sie waren also aufgeschlossen gegenüber fortschrittlichen Ärzten. Ja, und das war ziemlich cool, weil ich habe mein Gesundheitsteam ausgewählt. Aber das war für mich ein großer Glücksfall, denn ich lag im Krankenhaus. Sicher, ich war Teil des Systems und konnte daher sozusagen mein Gesundheitsteam auswählen und voranschreiten. Ich denke, aber Einstellung und Rücksprache mit deiner Führung sind wichtige Punkte. Tatsächlich hatten 4 meiner Freunde zur gleichen Zeit wie ich eine unheilbare Krebsdiagnose erhalten. Wir alle arbeiteten in derselben Abteilung und einer von ihnen hat überlebt. Die anderen nicht, denn als sie die Diagnose erhielten und ich mit ihnen sprach, sagten sie, oh, ich habe mein Todesurteil bekommen.
Sie sind verlassen. Und tatsächlich starben sie innerhalb Monate. Unsere Selbstsicht, wenn wir dem Körper eine Chance geben. Wir können viel überwinden. Wir können viel überwinden, wenn es so sein soll, wenn es so sein soll. David, dein Leben war wahrlich sehr interessant, gelinde gesagt. Warum glaubst du das? Welche größte Lektion hast du in diesem Leben gelernt? Warum all das in dieser Inkarnation durchmachen? Seit dem Krebs und allem anderen habe ich begonnen, was ich als kontemplative Praxis bezeichne. Es ist Meditation, aber dann, wenn du diesen Punkt der Stille erreichst, dann öffne tatsächlich ein tiefgründiges Gespräch mit dem Göttlichen. Und jetzt, bei dieser Betrachtung, kann ich vieles teilen. Was ich auch gelernt habe. Seitdem ich den Krebs besiegt habe und ihn nutzte, fiel von mir ins Licht treten und das Licht nutzen. Als Wegweiser, um zu lernen, meinen Krebs zu besiegen und Energiearbeit anzuwenden. Als einer, der, jetzt kann ich das auch für andere Menschen tun. Und so habe ich gelernt, anderen durch Energiearbeit zu helfen. Ich beschäftige mich auch mit kontemplativem Leben, Podcasts und solchen Dingen. Und ich glaube, dass ich jetzt meinem Lebenszweck mehr denn je nachgehe. Der Krebs allerdings spielte dabei eine große Rolle. Er hat mir so viel darüber beigebracht, wie man die Hindernisse, denen wir im Leben begegnen, überwinden kann. Denn ich habe selbst viele davon erlebt. Von Hindernissen, einige, um es milde auszudrücken, würden Sie dem zustimmen? Leben geschieht für uns. Nicht mit uns, sondern für uns. Ich sage für uns. Wir sind Mitgestalter unseres Lebens und haben die Fähigkeit nun. Weil wir freien Willen haben, gibt es viele Wahlmöglichkeiten im Leben. Wenn wir wollen, können wir unseren Weg gehen oder wir sitzen einfach, entspannen und sagen, ich mache nichts weiter. Ich werde mein Leben nicht mitgestalten. Ich setze mich einfach hier auf meinen Weg. Das Leben erlaubt dir nicht, das zu tun. Es wird dich hindern. Du denkst vielleicht, du kannst es, aber das Universum wird Hindernisse schaffen. Darin liegt der Sinn des Lebens. Wir alle treffen auf Herausforderungen, doch wie wir sie meistern, das zählt wirklich. Bestimmt unser wahres Ich. David, ich werde dir ein paar Fragen stellen. Frag nur, mein Gast, mein Freund, was ist die Definition eines erfüllten Lebens? Ein erfülltes Leben heißt, authentisch zu sein, denke ich. Dir treu zu bleiben. Versuche so viel wie möglich über deine höhere Natur zu lernen. Verbinde dich mit ihr und bringe sie zum Ausdruck. Und in all deinen Interaktionen anzuwenden. Wenn du die Chance hättest, zu dem jungen Mann zurückzukehren und ihm einen Rat zu geben, welcher wäre es? Wow, das ist eine tolle Frage. Ich weiß nicht. Was würde ich ihm sagen? Bleib auf dem Boden. Nein. Steig nicht auf diese Boje. Okay, zu diesem Thema. So rau mein Leben auch war, gibt es nicht viel, das ich ändern wollen würde. Also würde ich ihn einfach nur ermutigen, in Kontakt zu bleiben mit dem, was er von diesen Großmüttern gelernt hat. In Ordnung. Wie definierst du Gott? Du siehst, Gott ist für mich allgegenwärtig. Er ist überall. Er ist ein Teil von allem. Er ist in dir. Er ist in mir. Ich sehe Gott als etwas, das über das hinausgeht, was unser Verstand erfassen kann. Ich sehe Gott im Universum. Ich sehe Gott in den Bäumen. Im Tau, im Gras, überall sehe ich die Spur Gottes. Was ist der letztendliche Sinn des Lebens? Oh, ich glaube, es gibt einen gemeinsamen Zweck für uns alle, fähig zu sein, unsere göttliche Natur zu erkennen. Ausgezeichnete Antwort, mein Freund. Wo können Interessierte mehr über dich und dein Schaffen in Erfahrung bringen, mein Herr? Das Portal zu allem, was Dave ist. dharmatalks.com. Dharma, D-H-A-R-M-A. Talks.com. Wenn es dich interessiert, ich habe einen Podcast auf YouTube, der sich mit dem besinnlichen Leben beschäftigt. Er ist auf meinem Kanal zu finden, der Dave's Dharma Talk heißt. Also, das wären meine beiden Empfehlungen.
Du weißt es. Aber besuche meine Webseite, um alle Links anzuklicken, um deine Sachen für die Arbeit. Die Welt des Dave. Die Welt des Dave. Ja, Daves Welt. Noch eine Abschiedsbotschaft für unser Publikum, Dave? Ja, hätte ich. Das, was in diesem Leben wirklich für mich heraussticht, ist, dass wir nicht nach Gott oder dem Göttlichen suchen müssen, denn es wohnt in jedem von uns. Aber der Weg, das Portal, um es zu finden und in unser Leben zu bringen, ist, uns genug zu beruhigen, um es hören zu können. David, herzlichen Dank fürs Teilen deiner Geschichte und deine bemerkenswerte Arbeit, Menschen weltweit zu unterstützen und zu inspirieren, mein Freund. Nochmals vielen Dank. Danke, nenn mich Alex. War großartig und hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.